Welche Nutzerrollen gibt es denn in NAs? Das ist natürlich eine sehr wichtige Frage für Sie als Kunden, um hinterher zu beantworten, wer im Unternehmen überhaupt welche Funktionen in der Software übernehmen soll. Ich fange einfach mal mit der niedrigsten Zugriffsrolle an. Das ist in dem Fall der lesende User. Der lesende User hat wirklich den Fokus eher auf dem Konsum der Inhalte. Das bedeutet, er möchte sich anschauen, für welche Prozesse er vielleicht verantwortlich ist, in welchen Prozessen er welche Aufgaben übernimmt. Möchte natürlich auch informiert werden, wenn es neue Prozesse gibt, an denen er beteiligt ist oder wenn sich Prozesse verändern, an denen er beteiligt ist. Eine sehr wichtige Funktion für ihn auch, dass er an diesen Prozessen selber kommentieren kann, um zum Beispiel Verbesserungsvorschläge vorzubringen. Die darüberliegende Stufe ist dann der Manager. Ich nenne ihn ganz gern auch den Gelegenheitsmodellierer. Das ist typischerweise im Unternehmen zum Beispiel ein Abteilungsleiter, der sich sehr gut mit seinen Prozessen auskennt und die einfach schnellstmöglich aufnehmen möchte im System. Dazu braucht er aber nicht unbedingt Kenntnisse in der BPM-Notation, das bedeutet in der Modellierungssprache, sondern er kann über unser eigens entwickeltes Tool, die tabellarische Schnellerfassung, ganz einfach seine Prozesse schnell aufnehmen. Die wiederum darüber liegende Stufe ist dann der Modellierer. Der ist dann wirklich dafür zuständig, auch komplexere Prozesse aufzunehmen, eventuell sogar Prozesse vom Manager zu nehmen und diese, auszuformulieren und mit entsprechenden Extrainformationen zu versehen. Der sollte sich dann aber auch wirklich tief im Tool auskennen. Das bedeutet, der sollte wirklich dann die Modellierungssprache gut beherrschen, um wirklich auch eine Vielzahl von Prozessen einfach aufzunehmen, eventuell zu verändern, zu versionieren und in die Prozesslandschaft dann zu integrieren. Die oberste Stufe ist dann der Administrator. Das bedeutet, diese Nutzerrolle hat im Prinzip alle Funktionen der vorhergegangenen Rollen, kann also modellieren, kann auch die tabellarische Schnellerfassung natürlich nutzen und ist darüber hinaus in der On-Premise-Variante, aber vor allem für die Server- und Datenbankverwaltung zuständig. Der Administrator ist zudem auch die Person, die im Unternehmen die Benutzerverwaltung übernimmt, das heißt neue Mitarbeiter dort hinzufügt oder entfernt. Das Schema des Portals kann er zudem anpassen, kann dort die Unternehmensstruktur festlegen, kann also auch so übergeordnete Aufgaben im Portal übernehmen.